Herzensgrüße vom 3. Juli 2025 von Hühnern und wirren Träumen. Hallo ihr Lieben. Manchmal ist es nur der Schuss auf ein Huhn, manchmal ein Traum, der einen aufschrecken lässt. Tja, und manchmal reicht dann ein bewusster Atemzug, um sich wieder zu fangen. Spätes Aufwachen, frühes Staunen. Ich hatte viel zu lange geschlafen. Als ich endlich nach Prigorodki zurückkam, bemerkte ich sofort, dass jemand bereits Holz in die Anfeuerkiste gelegt hatte. Ich weiß nicht, wer es war, aber innerlich dankte ich der Person von Herzen. Draußen dann die nächste Überraschung. 3 tote Federvögel lagen ordentlich auf dem Gastank, noch frisch. Ich dankte auch dieser Person für die Gabe, aber fühlte mich auch an alte Tage erinnert, als überall am Camp und in Tschernogorsk tote Hühner die Runde machten. Hoffentlich war das kein Zeichen, sondern nur ein Scherz. Aber bevor ich mich darum kümmern konnte, hörte ich Motorengeräusch. Besuch von Misha mit einem Hauch Vertrautheit. Eine rote Olga, ein weißer Adam mit grünen Türen, Misha fuhr hupend vorbei. Ich runzelte die Stirn. Ob das Rolfs verschwollener Zwilling war? Sie grüßten kurz, fuhren weiter. Ein flüchtiger, aber glücklicherweise friedlicher Besuch. Auch der übliche Scharfschütze belästigte uns seit ein paar Tagen nicht mehr. Als hätten wir nun endlich die Gelegenheit, auch einmal durchzuatmen. Silas wird befreit. Kaum zurück am Camp hörte ich dumpfes Poltern und ein Rütteln an der Tür. Ich ging instinktiv in Deckung, merkte dann aber, dass es von Silas kleinem Schuppen kam. Er war in seinem Verschlag eingesperrt. Hatte er keinen Dietrich mehr dabei? Ich zog den Schlagring über, rief »Tritt zurück« und hämmerte gegen die Tür. Er schlug von innen. Schließlich gab das Schloss nach und die Tür sprang auf. Mit Besen in der Hand stapfte er los, als wolle er prüfen, ob alles in Ordnung sei. Kurz erinnerte mich seine Haltung an Taskmaster, den alten Hausmeister von Nowodimitrovsk. Aber nein, Taskmaster hätte nie so lange am Stück schweigen können wie Silas. Dessen war ich mir sicher. Hühnchenzeit. Silas entdeckte das Federvieh auf dem Tank und versuchte es mit dem Besen wegzufegen. Am Ende sammelten wir es ein. Ich fing noch 2 Sumpfhühner dazu. Gemeinsam grillten wir alles am Feuer und verstauten es im Essenszelt. Der Lachs aus einer anderen Welt. Als ich kurz am Bahnhof war und zurückkehrte, saß ein Fremder mit Silas am Feuer. Er stellte sich als der Lachs vor. Ich kannte den Namen aus dem anderen Tschernarus. Er wollte wohl sehen, wie es sich hier lebte, ohne Suppe, ohne Glanz, aber dafür mit Hühnchen und Silas. Wir unterhielten uns kurz, dann dankte er und zog weiter. Cripsy, der Hammer und eine bange Hoffnung. Später kommt John, auch bekannt als Cripsy, vorbei. Die 3 Briten, oder The Brits, wie ich sie nenne, wollten uns einen Vorschlaghammer leihen, damit wir endlich eine Fahne aufstellen konnten und ich mein Versprechen an die Kirche von Matana einlösen konnte und die Refuge-Fahne hissen konnte. Ich fragte, ob Silas mitkommen dürfe. Cripsy zögerte. »Kannst du für ihn bürgen?« Ich schluckte. »Ehrlich gesagt, nein. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er hilft.« Cripsy nickte. »Wenn du das sagst.« Wir zogen zu dritt los. Ich wartete draußen vor ihrer Base. Ich und Basen, das war immer so eine Sache. Silas hingegen war neugierig. Er sah sich alles an, still, aufmerksam. Manchmal wirkte er, als zähle er Winkel und Bretter. Ich bekam ein mulmiges Gefühl, doch er blieb höflich. Cripsy fand den Hammer nicht, sein Freund hatte ihn wohl mitgenommen. »Ist nicht schlimm«, sagte ich. Der Versuch zählt. Jagd und Zwielicht. Silas und ich zogen weiter. Wir sahen noch nach dem Camp in Elektrosawodsk, füllten das Essens- und Holzzelt auf. Dann gingen wir jagen. Ein Huhn fiel ihm auf große Entfernung zum Opfer, mit der Armbrust. Ich erstarrte kurz, als der Pfeil an mir vorbeisauste. Nur einen Moment lang sah ich in dem Huhn mich. Ich schüttelte den Kopf, nur meine Angst. Aber mir wurde langsam klar, Silas war alles andere als harmlos. In ihm steckte mehr, als man auf den ersten Blick sah, und er wusste genau, wie er seine Geheimnisse für sich behalten konnte. Am Ende fanden wir keine weitere Beute mehr und grillten stattdessen das Huhn im Grillhaus von Elektrosawodsk. Dort reparierte Silas sich ein paar schwarze Handschuhe und reichte sie mir. Er hatte wohl gesehen, dass meine improvisierten Handwickel bereits ruiniert waren. Ich dankte und zog die Handschuhe gleich an. Im Gegenzug gab ich ihm eine Dose Kvass. »Du trinkst doch Alkohol?« fragte ich. Er nahm die Dose und trank sie genüsslich. Ich glaube, seine Antwort war ja. Das verborgene Fass. Später bedeutete Silas mir mit einer Handbewegung, ihm zu folgen. Zunächst war ich skeptisch. War das eine Falle? Wollte er mich fortlocken, um mich dann zu erschießen? Aber ich schüttelte die Angst ab. Es war Silas und er hatte bisher nichts getan, was ein derartiges Misstrauen verdient hätte.
oder? Schließlich führte er mich zu einem Fass, das er versteckt hatte. Wir suchten ein neues Versteck, fanden aber keinen perfekten Ort. Am Ende lagerten wir es provisorisch. Ich war erleichtert. Keine Falle, kein Verrat, nur ein Fass. Ein Bambi am Brunnen. Am Brunnen des Camps stand schließlich noch Mora. Silas hatte ihn bemerkt und mich mit Gesten auf ihn hingewiesen. Mora sagte, er sei durch Unfälle und Differenzen hier gelandet. Silas reichte ihm eine Flasche und sein Gegenüber dankte und zog schließlich weiter. Ich verabschiedete mich von Silas und er zeigte mir wieder wie jeden Abend die Herzkiste. Ich war froh, dass er wieder ans Camp zurückgekehrt war. Dennoch fragte ich mich, was er gestern den ganzen Tag über wohl gemacht haben mag. Der Traum. In der Nacht träumte ich. Greenie war am Camp in Frigorodki und er trug ein grünes Kragenkleid, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich fragte, warum er kein rosafarbenes trug. Da lachte er und sagte, man muss sich auch mal verändern. Neben Greenie stand Cohn, gekleidet in Schwarz und mit einer Kapuze auf dem Kopf. Er sprach über die Sicherheit des Camps und dass er nach dem Rechten sehen wolle. Und da standen sie, 2 Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten, aber sie unterhielten sich auf Augenhöhe hier am Camp. Dann zückte Greenie einen Revolver, nicht zum Schießen, nein, er schlug vor, russisch Roulette zu spielen. Cohn stimmte zu. Am Ende lagen beide tot am Boden. Ich war starr vor Schreck, und als ich wieder zu mir kam, beugte ich mich über sie. Da öffnete Greenie die Augen und flüsterte, das ist kein Traum, das ist die Wirklichkeit. Und auch Cohn erhob sich und donnerte mit bedeutungsschwerer Stimme, der Tod ist nicht das Ende, er ist ein neuer Anfang, die Seele ist unsterblich. Ich erwachte, schweißgebadet, mir war übel. Vielleicht hätte ich den einen Pilz neben dem Heuhaufen doch nicht essen sollen. Ich verstand nun, was Cohn mit seinen Visionen meinte. Natürlich war nichts davon passiert. Dieses russisch Roulette war ein Gehirngespinst, Gott sei Dank. Aber wäre es nicht schön, wenn es wieder einen Ort gäbe, wo man sich auf Augenhöhe austauschen konnte, selbst wenn man auf unterschiedlichen Seiten kämpfte? Ich wünschte mir die rostige Axt zurück, mehr denn je. Aber bis dahin nie wieder Pilze, so viel stand für mich fest. Dennoch hallten die Worte in meinem Kopf nach und an Schlaf war nun erst einmal nicht zu denken. Der Tod ist nicht das Ende. Also ging es in Silas Botschaft tatsächlich nicht um einen Tod? Hoffnung auf Rädern. Das alles wuchs mir über den Kopf. Ich brauchte frische Luft. Also fuhr ich mit Hoffnung 2.0 an der Küste entlang, sogar bis nach Selenogorsk. Ein riskanter Ausflug, aber er lohnte sich. Kleidung für das Camp. Militärisch, ja, aber brauchbar. Ich fand sogar eine grüne Plattenweste. Nummer 371 wird sich freuen. Zum Schluss, der Tag endete schließlich doch noch ruhig. Silas hatte mir nichts zuleide getan. Ich hatte Zweifel gehabt, mal wieder, aber unbegründet. Aber die Erkenntnis blieb, nicht jede Stille ist harmlos, nicht jede Geste eindeutig. Und trotzdem, ich war dankbar für die Hilfe, wo sie geschah. Für Hühner, für Holz, für Hoffnung. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet, Herz aus Gold.